Wie hat sich Puls X, wie hat sich die Pulse-Chain weiterentwickelt? Was gibt's für News, was gibt's für Neuigkeiten? Was hast du vielleicht für Möglichkeiten? Updates zu den LP-Tokens, ETC. Genau darüber reden wir heute. Sei gespannt und bleib da dran, denn ja, es gibt viele verschiedene Sachen, die auf jeden Fall richtig spannend sind und die zeige ich dir So. jetzt. Wir sind hier wieder auf Puls X und ich habe meine Wallet schon verbunden. Man sieht mittlerweile sogar einen Preis. Ja, man kann auch selber mal auf Dex Screen gehen, dexscreener.com/Pulsechain und sieht hier schon ganz gut. Wir haben ein 24-stündiges Volumen von 166 Millionen Dollar, ja, auf Puls X, was extremst hoch ist. Wir haben 154.000 Transaktionen, wir haben schon über 17 Millionen Blöcke und hier sehen wir auch mal die verschiedenen Preise. Ja, wir haben bei Puls X, wir haben bei Puls, wir haben bei Hex echt gute Entwicklung. Wir haben die Stablecoins, die mittlerweile so ein bisschen wieder angepasst sind. Aber darüber wollen wir jetzt auch ein bisschen sprechen. Wenn wir hier nämlich auf Farms gehen, können wir hier bei der Pulse X Wrapped Pulse Farm ja, Liquidity Mining betreiben in diesem Pool, ne, wo wir wie gesagt Pulse X abgeben und aber eben genau die gleiche Menge vom Geldbetrag her an Puls und wenn sich Puls X jetzt vom Wert her anheben sollte, wird hier ein Teil weggenommen, davon Puls gekauft, dass sozusagen sozusagen, ich sag mal jetzt so, die Fülle an Tokens, ja, wie viel es wert ist, wenn, sage ich mal, das auf einmal 60 Dollar wert ist und das nur noch 50, dann werden hier 50 Dollar verkauft und hier 50 Dollar hinzugefügt. Ja, dass es immer so gleich ist. Ich hoffe, es ist verständlich. Was hier interessant ist, ist halt eben, hier haben wir recht niedrige Zahlen, 42%, was aber auch okay ist. Ja, das hier ist ein Ding, das lasse ich einfach laufen. Ja, die USDC, Rep Pulse USDC-Geschichte ist schon interessanter von den IPRs her mit 1842%. Und hier verdient man auch recht viel INC, ist mir einfach aufgefallen. Dieses INC ist keine Beratung, aber dieses INC hole ich mir raus, beziehungsweise das claim ich mir, das harveste ich hier, kann ich hier draufklicken, dann kann ich mir das rausholen und dann tausche ich das meistens direkt um in Puls, weil ich natürlich selber denke so, ey, mit der Kohle, die ich jetzt hier mache, kann ich mir mehr Puls kaufen und kann das sozusagen ja, auf die Seite legen. Ne, wir haben hier auch noch andere Farms mit Ink, Puls X, Ink, Ramp Puls, etc. Was man halt immer bei solchen Geschichten bedenken sollte, ist in dem Moment, wo ich jetzt hingehe und hier mein Wrapped Puls, also mein Puls sozusagen, mein Pulse-Chain Coin, mit USDC paare. Ja, das sieht man hier ganz gut. Na, USDC wird sich vom Wert her nicht mehr wirklich viel verändern. Ein USDC ist gleich ein Dollar. Circa sieht man ja hier auch 75 und 150. Ne, 75 plus 75 sind ja 150 Dollar. So, wenn jetzt aber Puls X vom Wert her steigt, dann passiert genau das, was ich gerade meinte. Ja, dass halt auf der rechten Seite ist Puls X steigt vom Wert her. Dann müssen wir aber auf einmal Puls X verkaufen und USDC mit weiterkaufen sozusagen. Also müssen wir Puls weggeben. Puls wird immer weniger, wenn es vom Wert her steigt hier. Dafür kommt mehr USDC hier mit rein. Dementsprechend ist das keine Sache, die gleichmäßig wächst, wo sich der eine vielleicht so, wo die sich gegenseitig so hochschieben, sondern ich habe hier, wenn Puls sich verdoppelt, am Ende nur die Hälfte von der Wertsteigerung her mitgenommen. Aber natürlich die Gebühren. In dem Sinne ist es halt eben so ja, eine interessante Geschichte. Hier bei Puls X und Rep Puls ist das natürlich so, dass man hier Puls X und Puls hat. Ja, wenn sich jetzt Puls X und Puls, weil die ja eh ein Ökosystem sind, gleichzeitig miteinander bewegen und gleichzeitig vom Wert her steigen, ja, dann ist das nicht so, dass ich hier letztendlich weniger habe, sondern wenn ich Glück habe, dann bewegen die sich recht gleichmäßig hoch und ich habe dadurch am Ende hier immer noch 5 Millionen davon und 1,797 Millionen davon. Erstmal dazu, ja. Wenn man hier kleinere Summen drin hatte, man sollte natürlich immer warten, dass es sich hier auch lohnt, ja, bis sie, sag ich mal, so 15 Dollar so in etwa sind. Und dann kann man diese 15 Dollar hier wieder hingehen, kann Puls hier nach unten machen, INC hinzufügen, zack, und kann dann hier zum Beispiel ein INC für 138 Dollar, 138.704 Puls eintauschen. Ja, so.
So kann man sich das Ganze aufbauen. Wie macht man nochmal das Ganze? Man geht hier auf Liquidity, geht auf Add Liquidity, würde dann jetzt hier zum Beispiel sagen, da sieht man das auch, 100.000 Puls, ja, fügt die hinzu und muss zu diesen 100.000 Puls 278.000 Puls X geben. Ja, warum? Weil es muss ja gleich hoch sein. Es muss ja vom gleichen Wert her sein. Und dann kommt halt wieder dieses Impermanent Loss ins Spiel, wo man dann halt eben einfach aufpassen muss, dass man sozusagen da nicht auf Paare setzt, wo einem letztendlich das Geld weggefressen wird, weil vielleicht das INC komplett runtergeht, ja, an Wert verliert, an Wert verliert, an Wert verliert. Das wäre natürlich nicht gut, weil dann würde in dem Moment hier ganz viel Puls X verkauft werden und in INC gesteckt. Das sind halt so Sachen, wo ich auch immer sage, so Liquidity Mining, LP Pool ist was Kompliziertes. Ja, was ich euch empfehlen kann, ist das Ding hier zu machen, weil das mache ich ja auch. Ähm, Das hier ist wie gesagt ein bisschen risikoreicher, wirklich nur mit Spielgeld rein. Und ja, ansonsten, beziehungsweise wir warten hier alle auf dieses Pool-Ding, wo man letztendlich Single Staking machen kann. Was heißt das? Man hat nur Puls X, man braucht nicht zwei Tokens, sondern man hat nur Puls X, kann das hier staken, für sich arbeiten lassen. Das wird eine Geldmaschine und dadurch wird Puls X aber selber auch vom Wert her extremst steigen. Ja, so. Und das darf man halt eben nicht vergessen, weil genau durch solche Sachen, durch solche Geschichten letztendlich, ja, der Puls X-Preis kann echt noch krass durch die Decke gehen. Wir sehen das eh hier. Puls ist vom Preis her eigentlich recht, sagen wir mal, stabil geblieben. Wenn wir mal gucken, so seit dem Launch, ja, zack, hier sieht man hier ganz gut, ne, es gibt's ja noch gar nicht so lange, aber es war hier immer in so einem Radius, ja, Puls X hat witzigerweise genau das gleiche Chartverzeichnis, ne, ist genauso gerade auch an einem echt guten Zeitpunkt. Aber ja, wie ihr schon wisst, das Ganze ist wirklich noch extremst frisch. Ja, Hex entwickelt sich natürlich auch super hier. Und ihr seht schon, irgendwie haben gefühlt all diese Tokens hier eine echt ähnliche Entwicklung. Würde man jetzt hier nicht diesen einen Fall nach oben sehen, wo einfach jemand extremst viel gekauft hat, wie man hier sieht. Ja, da wurden hier wie viel? 7,296 Millionen Hex wurden hier gekauft. Ne, da wurde der von 2 Cent auf wie viel? Auf über 4 Cent gepusht dadurch. Also es ist extrem krank. Ne, das war wahrscheinlich durch die Bridge. So kann ich mir zumindest vorstellen, war heute um 3:15 Uhr. Und ja, durch die Bridge, eben weil ja hier auch so viel Geld reinkommt, wird das Ganze natürlich jetzt immer weiter gepusht, 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 gepusht. Hier fließt Geld rein. Ja, wenn wir uns nochmal Richard Hart angucken, der ist ja natürlich auch fleißig am Tweeten, am Werbung machen für das Projekt und hat auch gerade einen Livestream. So, wenn man hier einfach mal guckt. Ähm, mm, 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 mm. Was kann man denn hier so sehen? Genau, Hart's Law zum Beispiel, das ist extremst geil. Ja, Kryptowährungen gehen hoch und runter mit Bitcoin, weil die mit Bitcoin verbunden sind im Liquidity Paar. Ja, das ist genau das, was ich hier meinte. So, wenn hier Bitcoin im Liquidity Paar ist, ja, und Bitcoin steigt, dann wird ja Bitcoin verkauft, um mehr Puls als Beispiel jetzt zu kaufen, damit es wieder gleich ist. So, dadurch hat natürlich auch Puls einen Faktor, dass es hochgeht. So, das ist aber überall im Leben so, ja. Hier, zum Beispiel, wenn Ethereum mit Ethereum Bitcoin gepaart ist, ja, so, das heißt, die sind miteinander auch austauschbar. Ja, wenn einer von denen steigt, wird der andere auch steigen, ja, vom Wert. Ja, ich hoffe, das ist erklärlich. Wenn nicht, kann ich euch das gerne nochmal erklären. Sehen wir so ein bisschen die Preisverläufe und ja, ist auf jeden Fall eine richtig, richtig, richtig gute Sache soweit. Wir haben neue Logos, was haben wir sonst noch? Coole Sticker und ja, genau, Puls X mit einem 7x in 4 Tagen vom Preis her, da ist aber wie gesagt noch deutlich, deutlich, deutlich mehr machbar und wird auch deutlich mehr noch kommen. Wir haben immer noch extrem hohe Transaktionen, wenn man das Ganze mal mit Cardano vergleicht.
weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal getan haben. Wir können uns das Ganze mal hier angucken auf dem Block Explorer. Ne, wir haben wie viele? 357.000 Transaktionen gerade. Gehen wir auf Cardano Scan. Haben wir gestern 63.000 gehabt. Gehen wir auf Ether-Scan, haben wir bei Ethereum 1 Million. Ja, also man merkt schon, wo das ganze Ding hier hingeht. Wir gehen eher in Richtung Ethereum als in Richtung Cardano. Ja, noch dreimal das pro Tag und dann sind wir schon auf der Größe, was ja komplett krass ist, wenn man bedenkt, dass das ganze Ding wirklich hier erst seit dem 12., also seit nicht mal 8 Tagen, ich glaube sogar jetzt echt seit 8 Tagen, live ist. Einfach gigantisch. In dem Sinne, wenn es euch wirklich interessiert, meldet euch auch gerne bei mir. Ich helfe euch da gerne ein bisschen, euch besser auszukennen, ein bisschen weiterzukommen, allgemein mit Kryptos. Und es freut mich, wenn ihr euch hiermit beschäftigt. Ja, wie gesagt, persönlich, individuell macht es einfach nochmal mehr Sinn, hier drüber natürlich zu sprechen. Und genau das solltet ihr auch nutzen. Ansonsten schaut euch meine anderen Videos an. Ich habe jetzt erst ein Video hochgeladen zur Bridge. Schaut euch das definitiv auch an und habt viel Spaß beim Coins kaufen.